Firat Keskin, Physiotherapeut, und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. In diesem Video erkläre ich euch die vestibuläre Rehabilitation und die verschiedenen Innenohrerkrankungen. Ein großer Teil der vestibulären Rehabilitation ist der Lagungsschwindel. Der Lagungsschwindel, die Pathologie erklären wir euch ebenfalls, schaut auf unserem YouTube-Channel. Bei dem Lagungsschwindel verirren sich Innenohrsteine in die Bogengänge und diese Steine müssen wir wieder zurückspülen. Das machen wir mit den verschiedenen Manövern. 2 dieser Manöver haben wir aufgenommen und die findet ihr ebenfalls auf unserem YouTube-Channel. Was sehr wichtig ist, diese Manöver betreffen den hinteren Bogengang, aber ein Lagungsschwindel kann auch im seitlichen Bogengang kommen und auch natürlich ganz selten im vorderen Bogengang. Die zweite Gruppe an Patienten, die wir behandeln, sind Patienten mit einer vestibulären Hypofunktion. Hypo heißt weniger. Das heißt, die Patienten haben eine Unterfunktion. Das sind Patienten, bei denen das Gleichgewichtsorgan weniger gut funktioniert. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Es kann altersbedingt sein. Das Gleichgewichtsorgan kann mit dem Alter abbauen. Daneben haben wir immer wieder Patienten, bei denen sich der Gleichgewichtsnerv entzündet. Dann haben wir Ursachen wie ein Akustikusneuronom oder aber auch Medikamente, die toxisch sind für das Innenohr. Zum Beispiel Aminoglykosidantibiotika sind toxisch für das Innenohr. Bei Patienten mit vestibulärer Unterfunktion müssen wir das Gleichgewichtsorgan wieder trainieren, damit das Organ wieder stärker wird und besser funktioniert. Hierfür machen wir sehr viele Übungen für die Augen-Kopf-Koordination. Für die Augen-Kopf-Koordination findet ihr verschiedene Übungen auf unserem YouTube-Channel. Wir haben einmal den Blicktransfer, die Blickstabilisation und die Blickfolge für euch aufgenommen. Neben der Augen-Kopf-Koordination trainieren wir auch das Gleichgewicht. Denn wenn das Gleichgewichtsorgan nicht gut funktioniert, sind Gleichgewichtsstörungen auch völlig normal. Und diese Gleichgewichtsstörungen, dafür haben wir auch Übungen aufgenommen, die findet ihr ebenfalls auf unserem YouTube-Channel. Zu guter Letzt besteht die vestibuläre Rehabilitation aus Habituationsübungen. Um nochmal die Übersicht zu haben, wir haben den Lagungsschwindel, den wir mit den Manövern behandeln. Wir haben die Hypofunktion, den wir mit Übungen behandeln, mit Übungen für die Augen-Kopf-Koordination und das Gleichgewichtstraining. Und zu guter Letzt die Habituationsübung. Habituation kommt von Gewöhnen. Das heißt, wir suchen uns Aktivitäten raus, die bei dem Patienten Schwindel erzeugen. Und diese Aktivitäten wiederholen wir immer wieder, bis das Gehirn weniger empfindlich auf diese Reize reagiert. Die Überempfindlichkeit kommt gerade bei 2 Gruppen sehr häufig vor. Einmal die Patienten mit der sogenannten vestibulären Migräne. Das sind Patienten mit einer Schwindelmigräne. So wie andere Menschen Kopfschmerzen haben, die kommen und gehen, haben diese Menschen Schwindel, der kommt und geht. Und gerade während der Schwindelmigräne sind die Patienten sehr überempfindlich gegenüber ihrer Umgebung, gegenüber visuellen Reizen, wie zum Beispiel 3D-Kino oder flackerndes Licht, komplexe Muster, die sich bewegen. Und da versuchen wir mit diesen Übungen diese Überempfindlichkeit zu senken. Eine andere Gruppe, bei der wir Habituationsübungen benutzen, ist die Gruppe mit dem funktionellen Schwindel. Der funktionelle Schwindel wird auch phobischer Schwankschwindel und psychogener Schwindel genannt. Ich habe absichtlich diese Begriffe weggelassen, weil die Patienten das Gefühl haben, man würde sie in eine Schublade stecken. Was aber sehr wichtig ist, es ist völlig normal, dass wenn ich mal Schwindel hatte und dieser Schwindel mir sehr, sehr viel Angst gemacht hat, dass ich anfange, gegenüber dem Symptom Schwindel eine starke Überempfindlichkeit entwickle. Sprich, immer wenn ein leichter Schwindel kommt, kommt im Unterbewusstsein diese Situation, wo der Schwindel sehr, sehr stark war und traumatisierend war. Das heißt, hier ist es auch wichtig, dass wir diese Aktivitäten, die Schwindel machen, immer wieder wiederholen und damit diese Überempfindlichkeit, diese Angst gegenüber diesen Bewegungen und Situationen durch das Wiederholen senken. Und so können wir auch dieser letzten Gruppe sehr gut mit Habituationsübungen helfen. Damit ihr nochmal eine Übersicht habt, fasse ich die 3 Ansätze zusammen. Die 3 Ansätze der vestibulären Reha. Wir haben die Manöver bei dem Lagungsschwindel, wir haben die Übung zur Augen-Kopf-Koordination und das Gleichgewichtstraining bei der Hypofunktion. Und die dritte Gruppe, die ich gerade genannt habe, das waren die Patienten, bei denen wir die Habituationsübung anwenden. Diese 3 Ansätze und die verschiedenen Erkrankungen und die verschiedenen Gruppen besprechen wir sehr ausführlich in unserem Kurs. Und ihr lernt, die verschiedenen Ansätze anzuwenden und die verschiedenen Gruppen gut zu behandeln.